Bei uns geht es heute nicht um Heißgetränke, sondern um kompakte Cargo-Bikes, und zwar um das Mokka-Bike. Wir haben es im Cargo-Bike-Vergleichstest getestet und in diesem Video erfährst du, wie es sich geschlagen hat. Beim Mokka haben wir ein Mullet-Setup, das heißt, wir haben vorne ein 20 Zoll Rad, hinten 26 Zoll. Insgesamt kann das Mokka 220 Kilogramm Systemgewicht transportieren, davon 35 Kilogramm auf dem vorderen Gepäckträger und 35 Kilogramm auf dem hinteren Gepäckträger. Auf die Waage bringt das Mokka 36,2 Kilogramm und es ist 1125 mm lang, beziehungsweise der Radstand ist so lang. Angetrieben wird das Mokka-Bike wie auch das Muli vom Shimano EP6 Cargoline Motor mit 85 Newtonmetern Drehmoment in Kombination mit einem 630 Wattstunden Akku, der hier in den Rahmen eingelassen ist. Geschaltet wird am Mokka-Bike mit einer Nexus Nabenschaltung, 5 Gänge. Manuell wird das Ganze geschaltet per Drehgriff. Dann haben wir SRAM DB8 Bremsen, die sehr knackig zugebissen haben, und einen bei Schulz Speedlifter Vorbau, der sowohl in der Höhe verstellt werden kann, als auch komplett abgeklappt werden kann für ein möglichst kompaktes Packmaß oder Abstellmaß. Gleiches gilt für die Pedale, die auch eingeklappt werden können. Ja, Mokka ist hier mit einem sehr eigenen Konzept angetreten, und zwar hat es zwei große Gepäckträger, einen vorne extra in Kombination mit einem 20 Zoll Laufrad. Das heißt, der Schwerpunkt wird herabgesenkt, das Lenken soll leichter fallen bei Beladung und hinten eben auch ein Gepäckträger, der bis 35 Kilogramm beladen werden darf. Für ein ausgeglichenes Fahrverhalten, ausgeglichene Ladung soll hier zu einem ausgeglichenen Fahrverhalten führen. Ja, wie haben wir das Mokka-Bike getestet? Wir haben es zusammen mit 3 weiteren kompakten Lastenrädern getestet von Riese und Müller, Cargo und Muli. Und zwar sind wir mit einem 4-köpfigen Team von erfahrenen Bike-Testern und Bike-Testerinnen durch Bad Kreuznach getingelt, mit Beladung, mit sperrigen Teilen, mit schweren Teilen. Wir haben es aber vor allem auch hier über unsere Teststrecke direkt an der Redaktion gejagt, teilweise voll beladen, mal mit mittlerer Beladung und auch leer, um halt zu sehen, wie fahren sich die Bikes, wenn sie voll beladen sind, wie fahren sie sich, wenn sie leer sind, kann man mit ihnen auch gut pendeln, wie vielseitig sind sie und natürlich, ja, wie gut können sie Dinge transportieren. Bei unseren Testrunden haben wir auf 3 Kriterien besonders geachtet, und zwar einmal die Transportfähigkeit, wie gut können die Bikes wie viel transportieren, dann die Vielseitigkeit und dann natürlich noch die Kompaktheit. Ja, fangen wir vielleicht auch direkt mit der Kompaktheit an. Hier konnte das Mokka ziemlich gut punkten, weil es halt eben, vor allem wenn es nicht beladen ist, sich fährt wie ein normales Kompakt-E-Bike. Also es ist faktisch ein normales Bike mit einer herkömmlichen Lenkung. Wir haben hier keine Lenkstange oder kein Lenkriemen, keine Seilzuglenkung wie bei den anderen Kandidaten, sondern eine völlig normale Lenkung und ja, eben sehr natürliche Fahreigenschaften, die sich super eignen, um mit dem Bike halt auch leer zu fahren, zu pendeln oder mal eine Tour am Wochenende zu fahren. Deswegen gibt es hier bei der Kompaktheit ganze 5 Punkte. Was hier natürlich auch noch mit reinspielt, ist das Gewicht. Mit 36,5 Kilogramm ist es das zweitleichteste Bike im Test nach dem Muli. Kommen wir zur Vielseitigkeit. Das Mokka, ich habe es erwähnt, lässt sich im unbeladenen Zustand fahren wie ein normales Kompakt-E-Bike. Von daher ist es einfach schon mal sehr vielseitig einsetzbar, wenn es darum geht, normale Pendelfahrten zu machen oder mal eine Tour am Wochenende. Wo es allerdings Abstriche machen muss, ist beim Transport. Hier kommt es einfach nicht an die anderen Kandidaten ran. Das heißt, ich habe eigentlich kein vollwertiges Cargo-Bike beim Mokka. Deshalb beim Thema Vielseitigkeit nur eine 3-Punkte-Bewertung.
Kommen wir zum Transport. Ich habe es bereits erwähnt. Bei Mokka sollen 35 Kilogramm hinten, 35 Kilogramm vorne transportiert werden können. Bei relativ gleichbleibenden Fahreigenschaften war uns das im Test nicht möglich. Wir können sagen, bei einem Gewicht von 15 bis 20 Kilogramm hinten und vor allem vorne ist Schluss. Ansonsten wird es einfach hinten zu kippelig mit dem recht hohen Schwerpunkt, mit dem 26 Zoll Hinterrad, und vorne hatten wir leider Probleme mit der Verwindungssteifigkeit des Vorbaus und des Gabelschaftes. Hier wurde es einfach mit einer höheren Beladung, sobald es irgendwie mehr als 15, 16 Kilo ein Wasserkasten waren, wurde es sehr wackelig in der Lenkung und unsicher. Deswegen beim Thema Transportfähigkeit hier leider nur ein Punkt. Trotzdem, insgesamt ist das Mokka ein vielseitiges Bike und ein sehr kompaktes E-Bike. Wer also ein E-Bike sucht, mit dem er einfach von A nach B kommt und welches sich platzsparend abstellen lässt, der hat in dem Mokka vielleicht sein Bike gefunden, wenn er nicht so viel Wert auf schwere, sperrige Beladung vorn und hinten setzt. Preislich ist das Mokka nämlich auch eine Ansage. Mit 4.699 € ist es mit Abstand das günstigste Rad im Vergleichstest und markiert einen soliden Einstieg in das Feld der kompakten Lastenräder. Wenn dich das Mokka noch mehr interessiert, schau dir gerne auch unseren Testbericht an. Da findest du nochmal viele weitere Infos und Fakten und Daten und weitere schicke Fotos vom Bike. Und wenn dich interessiert, wie die anderen Bikes im Test abgeschnitten haben, dann schau dir gerne das Zusammenfassungsvideo an oder den Zusammenfassungsartikel. Lasst uns gerne ein Abo da und ein Like, wenn euch das Video gefallen hat, und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. In diesem Sinne, ciao und nimm's Rad.